Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Heute wieder mal mit einem wunderschönen Sortieralgorithmus und zwar dem unfassbar tollen und doch nicht ganz so tollen Insertion Sort, wie wir gleich sehen werden. Und zwar Insertion Sort ist so ziemlich der billigste Sortieralgorithmus, den man sich so vorstellen kann. Der macht nämlich genau das, was der Name auch sagt. Der Insertion sortet alles. Und was das genau heißt, wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Okay, also zunächst einmal, wir fangen ganz vorne an in der Liste und sagen, yo, erstes Element, das bleibt genau da. Ist offensichtlich falsch, können wir sehen. Was er dann aber macht ist, wir gehen einfach dann in das nächste Element rein und fügen die 7 einfach vor die 78 ein. Denn 7 ist ja offensichtlich kleiner als 78. Okay, weiter geht's mit dem dritten Element und jetzt wird es hier schon ein bisschen komplizierter. Wir müssen jetzt nämlich für das dritte Element das Element zwischen die 7 und die 78 reinpacken. Und dazu müssen wir erstmal natürlich die komplette Liste, die wir hier unten schon fertig haben, auch durchlaufen. Das heißt, wir müssen gucken, ist 42 größer als 7? Ja. Okay, nächstes. Ist 42 größer als 78? Nein. Okay, das heißt dazwischen reinpacken. Und ja, ihr seht schon, da müssen wir eigentlich auch die ganze Liste durchlaufen, nur um dieses einzelne Element da oben wieder richtig einzufügen. Als nächstes nehmen wir die 1337 hier, die fügen wir selbstverständlich ans Ende ein und ihr seht schon, wie das Ganze abläuft. Wir gehen hier zu der 7 hin, ist 1337 kleiner als 7, nö, 137 kleiner als 42, nö, kleiner als 78, nö, also ans Ende einfügen. So, die 8 wird dann selbstverständlich auf genau dieselbe Art und Weise hier zwischen die 7 und die 42 eingefügt, die 14 hinter die 8 und die 7 ganz am Anfang oder an Stelle 2. Je nachdem, wie man das implementiert, ist das dann auch wieder unterschiedlich. Manche Implementierungen sagen ganz am Anfang, manche sagen nach der anderen 7. Und ja, das ist tatsächlich jetzt ein Algorithmus, der nun ja eine neue Liste baut sozusagen und dort die einzelnen Teile einfügt. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr effizient. Immerhin haben wir hier immer noch eine Komplexität von O von n Quadrat, aber alles in allem ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger aufwendig. Oder zumindest im besten Fall ist es ja sogar nur O von n. Also wenn ihr wirklich einen Optimalfall hier habt, dann habt ihr hier O von n Laufzeit, wenn ihr wirklich sehr, sehr viel Glück habt. Das heißt, wenn ihr eine rückwärts sortierte Liste habt, also zum Beispiel 1337 ganz am Anfang, dann die 78, dann die 42 und so weiter und so fort, dann müsst ihr einfach immer nur vorne einfügen. Das heißt, im Optimalfall habt ihr hier eine Komplexität von O von n, wobei dann die Liste eigentlich schon fast sortiert war. Ein weiterer guter Punkt ist, das funktioniert auch, wenn ihr nur einzelne neue Elemente habt. Das heißt, ihr könnt euch einmal so eine sortierte Liste bauen und wenn dann innerhalb von euren vielen, vielen Berechnungen, die ihr eventuell habt, irgendwann mal ein neues Element eingefügt wird, dann kann man das direkt in die richtige Stelle einfügen und man hat das ganze Ding sofort richtig sortiert. Dann ist halt das Einfügen in O von n offensichtlich, denn wir wollen es ja an die sortierte Stelle einfügen und nicht irgendwo. Okay. Aber insgesamt im Normalfall, im Durchschnitt sind wir in der Komplexität von O von n Quadrat und sind nicht mal in place. Das heißt, das Ding ist eigentlich nicht besonders geil. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, je nachdem, was für einen Anwendungsfall ihr habt, ist das auch tatsächlich eine gar nicht mal so schlechte Möglichkeit. Zum Beispiel, wenn ihr mit einem Element anfangt und ihr habt dann nach und nach immer mehr Elemente, immer mehr und irgendwann seid ihr bei 100.000, ja dann ist Insertion Sort tatsächlich gar nicht so schlecht. Während wenn ihr wirklich einfach nur eine Liste oder ein Array sortieren wollt, ist Insertion Sort definitiv nicht die beste Option. Okay, gut, das war's von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.